Hallo meine Lieben und ein frohes neues Jahr wünsche ich euch als erstes. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich habe für euch heute ein wunderbares grünes Gemälde mit silbernen Akzenten, was so ein bisschen aussieht wie Frost auf den Blattspitzen. Richtig schön und auch sehr winterlich, also seid gespannt und bleibt dran. Wie immer habe ich mir natürlich meine Form als erstes vorgezeichnet. Das ist jetzt auch nur ganz grob. Ich teile ja immer gerne auf in 2/3, 1/3 und ungefähr daran halte ich mich auch immer. Dann habe ich hier eine grobe Spachtelmasse von Liquitex, die vermische ich mir erstmal mit ein bisschen Acrylfarbe, damit sie geschmeidiger ist und nicht ganz so sandig. Ja, die lässt sich so halt einfach viel ebenmäßiger auf der Leinwand verteilen und man hat auch nicht so einen ganz hohen Materialverbrauch, weil wenn ich die einfach so nehmen würde, dann wäre die erstmal sehr schnell getrocknet und es wäre auch nicht mehr viel davon übrig. Für so eine große Leinwand braucht man natürlich auch immer ein bisschen. Die Leinwand hat übrigens ein Maß von 1,40 x 90 cm. Ich hatte es im letzten Video auch schon erwähnt, aber vielleicht sage ich es einfach nochmal. Ich habe jetzt auch einen Instagram-Account, also falls ihr mir da gerne folgen möchtet, da gibt es immer nochmal so ein paar mehr hinter den Kulissen Einblicke von mir und so, dann folgt mir doch da einfach auch sehr gerne. Die Spachtelmasse muss natürlich einmal komplett trocknen und ich würde euch empfehlen, das einmal über Nacht zu machen. Am nächsten Tag ist die Leinwand dann auch schon bereit für die Farbe. Meine Farbpalette heute ist recht kühl. Ich habe viele schöne Grüntöne mit dabei, aber auch ein gräuliches Beige und ein Sandfarbton, genauso wie dieses Puderblau. Ihr findet die Farben natürlich wie immer in der Videobeschreibung. Ich fange als erstes mit den dunkelsten Farbtönen an. Das hier ist zum Beispiel ein Marsschwarz, das vermische ich gleich mit verschiedenen Grüntönen. Ich empfehle euch auch immer, das in dieser Reihenfolge zu machen, weil dann die Grüntöne erst recht richtig satt rüberkommen. Jetzt gehe ich über zu den etwas helleren Farbtönen. Ich habe hier ein Salbeigrün, was ich auch direkt reinmische. Ich versuche ja immer so schnell wie möglich und nass in nass zu arbeiten, damit ich die Farben nämlich dann gleich mit diesem Glättmesser oder Palettmesser da bearbeiten kann.
Hier kommt jetzt auch dieses gräuliche Beige zum Einsatz. Ich trage ja immer alles recht dick auf, damit ich auch wirklich genug Zeit habe, die Farben ineinander zu ziehen. Ich habe jetzt hier mein Palettmesser oder Malmesser, womit ich die Farben so ein bisschen ineinander ziehe, und damit kann man auch richtig schöne Strukturen und Bewegungen gestalten auf der Leinwand. Ich finde, das sieht immer total interessant aus. Wichtig ist es auf jeden Fall, das Palettmesser zwischendurch abzustreifen an einem Küchentuch oder so, damit man einfach die Farbtöne nicht zu sehr vergraut oder weniger intensiv macht, weil die sonst die Tendenz haben, dass sie ein bisschen schmuddelig werden. Ich versuche auch in den hellen Stellen so ein bisschen Variation reinzubringen, damit die nicht einfach nur beige oder weiß oder sonst wie sind, sondern immer noch so leichte Strukturen aufweisen und ein paar Sprenkel von anderen Farben noch enthalten. Nachdem das Bild einmal komplett durchgetrocknet ist, gehe ich noch mal ein bisschen drüber, weil mir manche Stellen noch zu dunkel waren. Man sieht es ja auch manchmal erst, wenn alles getrocknet ist, ob man noch ein bisschen was verbessern müsste oder ein paar Stellen doch irgendwie zu dunkel oder zu hell sind. Hier habe ich jetzt noch ein bisschen Wasser drauf gesprüht. Lasst euch nicht täuschen von dieser Flasche, da steht White Vinegar drauf, da ist aber Wasser drin, also keine Sorge, ich sprühe da keinen Essig drauf. Ich arbeite das jetzt alles möglichst schnell ineinander ein und nehme dann einfach die Überschüsse so ein bisschen runter wieder. Dadurch leuchten die Farben darunter wieder ein bisschen durch und das sieht nicht zu opak aus, sondern so leicht transparent. Und hier war ich jetzt auch ganz fancy drauf und habe einfach mit meinem Handschuh da so ein bisschen die Übergänge nochmal bearbeitet, weil manchmal ist das Problem, dass sich die Leisten so ein bisschen durchdrücken und das sieht natürlich auf der Leinwand nicht schön aus. Und das geht eigentlich ganz gut, wenn man dafür die Hand benutzt. Ich würde auch immer empfehlen, dass man mit der anderen Hand die Leinwand so ein bisschen hochdrückt, damit man eben diese Abdrücke nicht hat am Ende.
mit so einem zusammengeknüllten Küchentuch kann man natürlich auch noch mal ein paar Strukturen mit reinbringen. Ich möchte am Ende ja halt nicht diese Handabdrücke drauf haben. Natürlich werden bei mir auch wie immer die Seiten bemalt. Für die silbernen Akzente habe ich mir hier bei Amazon diese metallisch glänzende Farbe gekauft. Die soll so ein bisschen aussehen wie Blattsilber, nur dass man da den Vorteil hat, dass man sie viel präziser auftragen kann. Sieht auch so ein bisschen aus wie so ein Nagellackfläschchen, nur in ganz groß. Und das Silber trage ich jetzt einfach mit meinem Malmesser auf. Es erinnert auf jeden Fall so ein bisschen an den ersten Schneefall. Und gerade jetzt, wo ich dieses Video aufnehme, ist tatsächlich der erste Schnee bei uns gefallen. Also wie passend ist das denn bitte? Das hier ist jetzt das fertige Gemälde. Ich habe es Frosted Greenery genannt und es soll einen Wald widerspiegeln, der so ein bisschen vom Frost überzogen ist, in den ersten Sonnenstrahlen des Morgens so glänzt und glitzert und ich finde, das ist einfach total beruhigend, dieses Bild. Also perfekt für einen Neuanfang im neuen Jahr und für einen frischen Start. Und mit diesen Gedanken möchte ich euch nochmal ein frohes neues Jahr wünschen. Alles Gute für euch und bis zum nächsten Mal.